Also, wir haben eine recht schwierige Zeit durchgemacht. Ich hatte eine postnatale Depression und das hat unsere Familie existenziell durchgeschüttelt. Ja, wir haben das beide gar nicht erwartet. Oder? Also, vor allem auch, weil beim ersten Kind ist eigentlich alles reibungslos abgelaufen. Ja, die Geburt von unserem ersten Kind, von Miro, ist sehr gut gegangen. Wir haben uns eigentlich auch schnell an die neue Rolle als Mami und Papi gewöhnt. Und darum ist dann auch recht schnell der Wunsch nach einem Geschwister gekommen. Und ich bin dann schwanger geworden, also die Fortsetzung von unserem Traum. Und dann habe ich aber das Baby in der 16. Woche, also relativ spät, ganz unerwartet verloren. Ja, und eigentlich hat dort die ganze schwierige Geschichte angefangen. Ich habe es einfach noch nicht realisiert. Wir haben dann versucht, wieder schwanger zu werden. Und nach 3 nicht ganz einfachen Jahren hat es dann geklappt. Aber diese Schwangerschaft war ganz anders. Ich hatte permanent Angst, das Baby zu verlieren. Ich hatte auch Angst vor der Geburt und Angst vor der Herausforderung mit 2 Kindern. Die Geburt von der Leonie ist dann ganz problemlos verlaufen. Und dann habe ich gedacht, ja, jetzt habe ich es geschafft. Die ersten Monate waren sehr gut. Ich hatte überhaupt keine Angst mehr. Ich habe mich eigentlich richtig wohl gefühlt. Und dann, als meine Periode wieder eingesetzt hat, hatte ich auf einmal ganz unerwartet Schwindelanfälle. Das hatte ich vorher nie. Und der Schwindel ist einfach nicht weg. Ich bin im Bett gelegen und alles hat geschwankt. Und auch, als ich gestanden bin, hat sich alles gedreht. Und dann sind auf einen Schlag all meine Ängste wieder zurückgekommen. Ja, und dazu ist natürlich noch gekommen, dass ich voll arbeiten musste. Und du eigentlich tagsüber allein mit mir und der Leonie warst, oder? Ja. Ich habe dann so ein Training gemacht gegen den Schwindel, aber das hat gegen den Schwindel schon etwas gebracht, aber gegen die Angst nicht, die ist geblieben. Und als ich dann aus dem Mutterschaftsurlaub wieder arbeiten, dann ist es total gekippt. Ich hatte Panikattacken und habe fast nicht mehr funktioniert. Und in dieser Zeit haben wir auch viel gestritten. Ich bin nicht mehr an dich herangekommen. Also ich habe zwar gesehen, wie du dich veränderst, aber ich habe keinen Weg gefunden, mit dir zu kommunizieren. Und ich habe mir fest Sorgen gemacht. Und zum Teil sind Aggressionen aufgekommen. Weil ich mich einfach so ausgeschlossen gefühlt habe. Und ich glaube, wir haben dort aber beide gar noch nicht realisiert, was überhaupt passiert. Oder? Für unser Paar war das sehr schwierig. Ich bin dann zu einer Therapeutin und die hat mich dann behandelt mit der Diagnose Angsterkrankung. Also der Begriff postnatale Depression ist überhaupt gar nie gefallen. Ich habe dann das Pensum reduziert im Job, aber es war mir immer noch zu viel. Ehrlich gesagt, ich wollte einfach nur noch weg von allem. Ich hatte auch Fantasie, mich vor einen Zug zu stürzen. Ja. Und dann hat eine Freundin von mir erzählt, dass sie eine Bekannte hat, die eine postnatale Depression hatte und die 8 Wochen auf einer Mutter-Kind-Station war. Und das hat ihr sehr geholfen. Und dort bin ich das erste Mal mit dem Begriff postnatale Depression konfrontiert. Da habe ich mich gerade dort gemeldet und habe einen Beratungstermin bekommen. Und als ich dann dort vor Ort war, war mir schon ein bisschen mulmig. Ein Spital, das zu einer Psychiatrie gehört, ich weiss nicht. Aber ich bin so herzlich aufgenommen worden und dann hatte ich eigentlich von Anfang an ein sehr gutes Gefühl. Gleichzeitig hatte ich schon 1000 Gedanken im Kopf. Was machen wir mit dem Miro, wenn mein Mann die ganze Woche arbeitet? Ja, was bedeutet das für uns als Paar, wenn ich so lange in einer Klinik bin? Und was sagt das Umfeld? Also, als du mir das erzählt hast, hat das schon auch sehr ambivalente Gefühle in mir ausgelöst. Oder? Also einerseits habe ich es als unsere Chance gesehen, weil es war endlich mal eine Diagnose, die Sinn macht. Oder? Endlich mal ein Plan. Und auf der anderen Seite ist mir dort bewusst worden, wie ernst es eigentlich ist. Und dass ich es nicht schaffe, den Miro zu betreuen und weiter so zu arbeiten wie bis anhin. Und das hat mir wahnsinnig den Boden unter den Füßen weggezogen. Die Unsicherheit. Bei mir war es dann so, die erste Zeit in der Klinik habe ich recht schwierig gefunden. Die Trennung von meinem Sohn, von meinem Mann, von meinem Zuhause. Das hat mich recht beschäftigt. Aber die Therapie, die Gespräche mit den anderen Müttern auf der Station, die gemeinsamen Spaziergänge, das hat mir sehr geholfen, mich mit meiner Krankheit auseinanderzusetzen und vor allem sie zu akzeptieren.
Ich habe dann gelernt, meine Symptome zu erkennen. Was tut mir gut und was nicht. Das war gut. Ja, bei mir war es dann so, dass mein Arbeitgeber mir entgegenkam mit zusätzlichen Freitagen. Und mit der Unterstützung vom Freundeskreis und Nachbarn war das dann eigentlich wirklich eine super Lösung für mich. Mhm. Bei mir hat sich dann auch alles wieder stabilisiert. Ich konnte nach 8 Wochen heim und ich habe mich auch sehr gefreut auf das reale Leben. Ich hatte schon Angst, dass alles wieder zurückkommt. Aber in der Therapie habe ich gelernt, meine Symptome zu erkennen und auch meine persönlichen Auslöser zu ändern. Die Depression war natürlich nicht einfach so weg, aber der Klinikaufenthalt hat mir den Mut und Zuversicht gegeben, dass ich die Krankheit überwinden kann. Und dann, wo das Schlimmste dann eigentlich überstanden war, ja, hat es plötzlich mich zusammengelegt. Das war einfach alles zu viel. Ich hatte ein wahnsinniges Schuldgefühl. Also das Gefühl, als Partner versagt zu haben. Und bin in die Depression hineingerutscht. Und habe mir dann Hilfe geholt bei einem Therapeuten. Postnatale Depression betrifft Mütter und Väter genauso. Wenn wir von Anfang an gewusst hätten, was los ist, hätten wir viel früher Hilfe geholt. Viele Eltern sind psychisch belastet nach der Geburt von einem Kind. Und man kann daraus herauskommen. Das haben wir teilen. Ja, und den Müttern und den Vätern Mut machen, auf ihre Gefühle zu hören und Hilfe anzunehmen.